Du willst Deutsch sprechen, aber wo? Du hast keinen deutschen Freund, keinen Tandempartner, niemanden, mit dem du üben kannst. Also wartest du. Du wartest auf die perfekte Gelegenheit, auf den perfekten Gesprächspartner, auf den perfekten Moment. Und weißt du, was passiert? Du wartest und in der Zwischenzeit sprichst du kein einziges Wort Deutsch. Deine Grammatik bleibt in deinem Kopf. Deine Vokabeln bleiben auf dem Papier. Und deine Aussprache bekommt niemals die Chance, sich zu verbessern. Das Problem ist nicht, dass du keinen Partner hast. Das Problem ist, dass du denkst, du brauchst einen. Wir wachsen mit der Idee auf, dass Sprechen immer zwei Menschen braucht. Aber das ist eine Illusion, wenn es ums Üben geht. Ein Baby lernt nicht sprechen, indem es nur zuhört und wartet, bis es perfekt antworten kann. Es plappert, es probiert, es spricht mit sich selbst, mit seinen Spielsachen, mit niemandem. Wir als Erwachsene haben verlernt, das zu tun. Wir schämen uns, laut mit uns selbst zu sprechen. Wir denken, das ist komisch, kindisch. Vielleicht sogar ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Aber hier ist die Wahrheit. Selbstgespräche sind eine der effektivsten Methoden, um eine Sprache zu lernen. Schauspieler nutzen sie, um Texte zu verinnerlichen. Sportler nutzen sie, um sich mental vorzubereiten. Und Sprachenlerner auf der ganzen Welt nutzen sie, um genau die Blockade zu überwinden, die dich gerade aufhält. Wenn du mit dir selbst sprichst, gibt es keinen Druck, keine Angst vor Fehlern, kein Urteil. Du bist gleichzeitig Lehrer und Schüler, Zuhörer und Sprecher. Es ist der sicherste Ort, um Deutsch zu üben, den es gibt. Was kannst du konkret tun? Erste Technik: der laute Alltagskommentar. Kommentiere einfach, was du gerade tust, auf Deutsch. Du machst Kaffee? Sag, ich mache jetzt Kaffee. Ich nehme die Tasse. Das Wasser kocht. Es klingt simpel, aber genau diese Einfachheit macht es so wirkungsvoll. Du verbindest Wörter mit echten Handlungen, in Echtzeit, ohne nachzudenken. Zweite Technik: das imaginäre Gespräch. Stell dir eine Situation vor, zum Beispiel eine Bestellung im Café, und spiele beide Rollen. Du fragst, du antwortest, du fragst wieder. Das trainiert nicht nur dein Sprechen, sondern auch dein Reagieren. Denn im echten Gespräch musst du ja auch auf unerwartete Antworten reagieren können. Dritte Technik: die Sprachnotiz. Nimm dein Handy und sprich dir selbst eine Nachricht auf Deutsch. Jeden Tag eine Minute. Über dein Ziel für heute, über etwas, das dich beschäftigt, über gar nichts Besonderes. Nach einem Monat hörst du dir die ersten Aufnahmen an und du wirst überrascht sein, wie viel sich verändert hat. Vielleicht denkst du jetzt, das ist mir zu peinlich, laut mit mir selbst zu reden. Das verstehe ich. Aber lass mich dir etwas sagen. Niemand hört dich. Du kannst das in deinem Zimmer machen, im Auto, unter der Dusche, beim Spazierengehen mit Kopfhörern, damit es aussieht, als würdest du telefonieren. Das Unbehagen, das du fühlst, ist nicht real. Es ist nur ungewohnt. Und alles, was ungewohnt ist, fühlt sich am Anfang seltsam an. Nach ein paar Tagen wird es normal. Nach ein paar Wochen wird es zu einem festen Teil deines Tages, auf den du dich sogar freust. Warum ist das so wichtig? Weil Sprechen ein Muskel ist, kein Wissen. Du kannst alle Regeln der Welt kennen. Aber wenn dein Mund es nie geübt hat, wird er im echten Gespräch trotzdem stocken. Menschen, die täglich mit sich selbst üben,
entwickeln eine Art von Sprechflüssigkeit, die reine Grammatikbücher niemals liefern können. Sie sind nicht unbedingt die, die die meisten Vokabeln kennen. Sie sind die, deren Mund am meisten Übung hat. Und hier ist etwas Wichtiges. Du musst nicht auf den perfekten Partner warten, um mit dem Sprechen anzufangen. Wenn irgendwann ein echter Gesprächspartner kommt, bist du bereits vorbereitet, denn dein Mund kennt die Bewegungen schon, deine Zunge kennt die Laute schon. Der Partner beschleunigt dann nur, was du bereits alleine aufgebaut hast. Also, warte nicht länger auf jemanden, mit dem du sprechen kannst. Fang heute an, mit dir selbst zu sprechen, auch wenn es sich komisch anfühlt. Wenn dir dieses Video geholfen hat, abonniere Deutsch ohne Angst für mehr ehrliche Tipps zum Deutschlernen. Schreib mir in die Kommentare. Hast du schon einmal mit dir selbst auf Deutsch gesprochen? Wir sehen uns im nächsten Video.